Möchten wir mit unseren Sensorlösungen den Ingenieuren die Arbeit auch möglichst erleichtern. Diesen ganzen Aufwand spare ich mir mit dem IDC 200, ein hochwertiges und leistungsstarkes Gerät entwickelt. Codes, Codes, Codes. Wir sind umgeben von 1D und zunehmend 2D-Codes. In der Fabrikautomation dienen sie zur Identifikation von Bauteilen oder garantieren die Rückverfolgbarkeit von Produkten. Codeleser transferieren diese Informationen in eine Steuerung. Das bringt mich zur Frage, ist Codeleser denn wirklich Codeleser? Definitiv nicht. Klaus, was macht der Multicodeleser von Baumer denn besser? Hallo Andrea, wir haben mit dem IDC 200 ein hochwertiges und leistungsstarkes Gerät entwickelt. Zum Beispiel bietet der IDC 200 eine sehr hohe Bildqualität. Allerdings möchten wir mit unseren Sensorlösungen den Ingenieuren die Arbeit auch möglichst erleichtern. Deshalb legen wir in der Entwicklung viel Wert darauf, dass die Bedienung des Gerätes möglichst einfach ist. Das beginnt beim Testen des IDC 200 bis hin zum Einsatz in der Maschine. Oh, wie kann ich mir das genau vorstellen, Klaus? Stell dir vor, ich bin ein Ingenieur und ich möchte herausfinden, ob der Multicode-Leser die richtige Lösung für meine Anwendung ist. Leider habe ich aber keine Zeit, wie so viele von uns, eine Anleitung zu lesen oder bei der IT nach Berechtigungen zu fragen, um eine Software auf dem PC installieren zu dürfen. Diesen ganzen Aufwand spare ich mir mit dem IDC 200. Alles, was ich machen muss, ist das Gerät mit einem USB-Kabel am PC zu verbinden und über einen Browser das integrierte Webinterface aufzurufen. Und dann kann ich schon Codes lesen? Fast. Dann muss ich noch den Auto-Setup-Knopf drücken. Das Gerät liest dann automatisch alle sich im Sichtfeld befindlichen Codes und es werden die relevanten Parameter wie Belichtungszeit oder Fokus automatisch eingestellt. Das spart viel Zeit. Dann werden alle Informationen im Webinterface dargestellt und sind sofort ersichtlich. Herauszuheben ist hier die Größenreserve. Die zeigt, um wie viel kleiner die Modulgröße eines Codes sein darf, sodass der Code trotzdem noch problemlos gelesen werden kann. Und wie kann ich mir das später im reellen Einsatz vorstellen? Mache ich da zum Beispiel die Parametrierung des Sensors des Codelesers auch noch über das Webinterface? Nein, in der Maschine funktioniert die Parametrierung über die Prozessschnittstelle, zum Beispiel Profinet oder TCP/IP. Darüber kann das Gerät umfangreich parametriert werden. Das beginnt bei der Einstellung eines einzelnen Parameters und geht bis zum Download eines kompletten Jobs von der Steuerung auf das Gerät. Vielen Dank, Klaus, für die spannenden Einblicke. Ja, das zeigt mal wieder, dass Sensor, genauer gesagt Codeleser, doch nicht gleich Codeleser ist. Der IDC 200 ermöglicht dank seiner einfachen Inbetriebnahme und Handhabung schon von Anfang an ein schnelles und effizientes Arbeiten. Das macht Codelesen eben einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch ein Like und dann bis zum nächsten Mal hier auf dem Baumer YouTube-Channel. Tschüss!